Hell is Us ist eines der außergewöhnlichsten Spiele der letzten Jahre. Gar nicht mal so sehr, weil es mich ohne Map und Wegmarker durch seine weitläufigen Gebiete schickt und mich auch bei Quests und Rätseln wenig an die Hand nimmt. Na klar, das ist auch durchaus erfrischend, denn jeder Erfolg fühlt sich hier absolut verdient an. Doch was mir auch Stunden nach dem Spiel nicht aus dem Kopf gehen will, ist diese düstere, fast schon erschlagende Atmosphäre. Selten zeigte ein Spiel so niederschmetternd deutlich, wie sehr der Hass die Menschen zerfressen kann. Dabei verzichtet Hell is Us auf Zuckerguss, Metaphern und Heldenentertainment, was die Themen Krieg, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt in vielen anderen Spielen wirklich nur zur Kulisse verkommen lässt. Hell is Us ist im Umgang seiner Themen ähnlich schonungslos wie etwa Spec Ops The Line oder auch This War of Mine. Es lässt uns am Guten im Menschen zweifeln und findet dafür auch eine äußerst passende Bildsprache. Und genau das macht Hell is Us zu einem der außergewöhnlichsten Spiele der letzten Jahre und natürlich die Sache mit dem wenigen Händchen halten. Also, schauen wir uns das Spiel mal genauer an und damit willkommen zum Testvideo von Hell is Us. Interesting. Let's continue. Unsere Hauptfigur in Hell is Us heißt Remy. Und die Welt, durch die wir Remy steuern, ist der fiktive osteuropäische Staat Hadea, in dem ein blutiger Bürgerkrieg herrscht und der ganz bewusst an die realen Jugoslawienkriege der 90er Jahre erinnert. In dieser von ethnischen Konflikten geprägten Welt schickt uns das Team vom französischen Studio Rogue Factor auf eine etwa 25-stündige Singleplayer-Kampagne und geht dabei oft sehr eigene Wege. Ob ihr diese Wege mitgeht oder unterwegs auf der Strecke bleibt, ist bei Hell is Us allerdings nicht nur eine Frage des Spielspaßes, sondern durchaus wörtlich gemeint. Jonathan Jacques Beltet, Creative Director bei Rogue Factor, wies vor dem Release unermüdlich darauf hin, dass man die Spieler fordern und ernst nehmen wolle. In der Praxis heißt das: Wir erkunden die teils weitläufigen Gebiete der Semi-Open World Hadeas ohne Karte, ohne Questmarker und ohne andere blinkende, immersionsbrechende Bildschirmanzeigen. Stattdessen müssen wir durch aufmerksames Zuhören, Beobachten der Umgebung und die Notizen unseres PDA-ähnlichen Computers unsere Wege selbst suchen. Naja, oder eben dabei scheitern. Aber Erkundung, Quest- und Rätsellösungen und die Gespräche mit zahlreichen NPCs machen nur etwa 50% des Spiels aus. I'm afraid I have very little to offer. In der anderen Hälfte setzen wir uns mit Schwertern und Äxten gegen teils bizarre Gegner zur Wehr. Bevor es jetzt weiter ins Detail geht, ein wichtiger Hinweis zu den Einstellungen. Hell is Us hat standardmäßig eine Eingabeverzögerung bei der Kamera. Die Kamera dreht sich also immer noch ein bisschen weiter, selbst wenn ihr die Bewegung schon längst abgebrochen habt. Deshalb fühlt sich die Steuerung zunächst sehr schwammig an. Zum Glück könnt ihr diese Trägheit in den Optionen komplett ausschalten und das können wir an dieser Stelle auch nur dringlichst empfehlen. Und wenn wir schon dabei sind, auch am PC empfehlen wir eher den Griff zum Controller, weil die Steuerung per Maus und Tastatur gerade in den Kämpfen etwas sehr zäh und schwerfällig von der Hand geht. Und wenn wir schon bei Hinweisen sind, hier noch einer von Kollege Micha. Hallo, ich bin Micha und ich habe vor über 20 Jahren mal Französisch in der Schule gelernt. Also schauen wir doch mal, was da so hängen geblieben ist. Bonjour, je m'appelle Michael et je vous... Fromage. Ja, ist es lange her und ja, ich habe viel vergessen, aber ich habe da einen Trick. Hört euch das mal an. Bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous prenez autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous avons eu à les réaliser. Das war übersetzt mit Doubly AI, das Videos lippensynchron mit nur einem Klick in 28 andere Sprachen übertragen kann. Und weil das bei unseren Tests super funktioniert hat, setzen wir Doubly AI jetzt auch bei unseren eigenen Videos ein. An dieser Einblendung hier könnt ihr erkennen, wenn ein Video in anderen Sprachen verfügbar ist. Einen Link zu Doubly AI findet ihr in der Videobeschreibung. Also schaut da gerne mal vorbei und jetzt, wie wir auf Portugiesisch sagen, muito obrigado pelo vosso tempo. Continuem a divertir-se com o vídeo. So, jetzt aber zurück zum Spiel und damit erstmal zur Handlung.
Über die Story wollen wir zwar nicht zu viel verraten, ihr solltet aber wissen, dass Remy als Erwachsener heimlich in sein Geburtsland zurückkehrt und seine Eltern sucht. Und offensichtlich muss dabei irgendwas schiefgelaufen sein, denn er sitzt in Gewahrsam und erzählt die Story als Rückblende. She sat me down in the back of a truck, gave me her necklace and shut the door. Zu deren Beginn kennt er sich in Hadea überhaupt nicht aus. Er muss sich also genau wie wir überhaupt erstmal zurechtfinden. Statt nun aber einfach einer Reihe von Questmarkern im Interface zu folgen, sprechen wir mit NPCs und erhalten damit Hinweise, wo es weitergeht. Wir folgen Windspielen, erkunden Ruinen und lösen die ersten Umgebungsrätsel. Beispielsweise hier, wo wir den Code für eine Tür auf den Tafeln in den Räumen in der Nähe finden. Ganz so eindeutig sind die Kopfnüsse später natürlich nicht mehr. Unterwegs treffen wir auch auf die ersten Gegner, die sogenannten Hollow Walker. Aber zu denen kommen wir später noch. Jetzt brauchen wir erstmal eine Waffe. Und welch Glück! In einer stylisch inszenierten Zwischensequenz lässt eine mysteriöse Frau von einer ebenso mysteriösen Organisation ihr Leben. Und damit auch ihre Ausrüstung zurück. Remy schnappt sich Poncho, Schwert und Rucksackdrohne und weiß auch sofort mit allem umzugehen. Ach, solche erzählerischen Kniffe wirken manchmal ein bisschen holter-die-polter. Ansonsten legt die Story aber sehr spannende Brotkrumen aus, denen wir gerne gefolgt sind. Selbst wenn wir dabei oft über sehr traurige Schicksale stolpern. Abseits des Plots ist es vor allem die interessante und abwechslungsreiche Weltgestaltung, die in Hell is Us eine so ganz besondere, wenn auch oft wirklich bedrückende Atmosphäre erzeugt. Lasst mich euch 2 Beispiele dafür zeigen. Das Dorf Jova liegt in den weitläufigen Akasa-Sümpfen. Dort angekommen, erleben wir die grausamen Folgen des Bürgerkriegs. Vor kurzem eroberten die asterianischen Streitkräfte den Ort. Überall sehen wir Leichen der besiegten Sabinier-Soldaten und Zivilisten. Ein Geiger wurde verschont und spielt auf der Hauptstraße wortwörtlich um sein Leben. Er fürchtet, wenn er nicht bald neue Lieder lernt, bringen ihn die Besatzer um. His gaze be upon you, my son. Unweit der Szene steht ein Abt am Pranger, während Soldaten die nahegelegene Abtei nach Schätzen plündern. Eine Frau in einem zerstörten Haus erzählt unter Schock von ihrem Trauma, dass sie nach Gräueltaten an Zivilisten der anderen Seite jede Nacht heimsucht. Nahezu an jeder Ecke sehen wir explizite Andeutung von grausamsten Misshandlungen der Bevölkerung. Hell is Us brennt hier kein Expositionsfeuerwerk ab, sondern lässt uns diese Szenerie der Grausamkeit Stück für Stück erkunden. Das Team von Rogue Factor zeichnet wenig subtil ein erschreckend realistisches Bild von Einzelschicksalen unter militärischer Besatzung. Dear Diary, Mommy and Daddy are still yelling at each other a lot. Daddy says there's a lot of bad men coming to hurt us. Makes me really scared. Wenn wir den widerlichen und nur auf seinen eigenen Vorteil bedachten Kommandanten der asterianischen Truppen reden hören, juckt es gewaltig in unserer Schwerthand. Machen können wir aber nichts. Wir müssen uns mit diesen Kriegsverbrechern so gut es geht arrangieren. That's all we need. A bunch of fucking outsiders roaming around our country. I strongly suggest you avoid my men. They have enough to worry about. Ein anderes Beispiel, mehrere Stunden später. Mit unserem APC reisen wir in die Stadt Leyte und betreten die Tiefgarage des Ministeriums für kulturelle Überlegenheit. In dem relativ kleinen und linearen Level erkunden wir ein klassisches Propagandaministerium. Das ist allerdings komplett zerstört, weil die Rebellen in ihrer Gier nach Rache für jahrelange Unterdrückung marodierend durch den Wolkenkratzer gezogen sind. In der Tiefgarage verschanzt sich derweil eine völlig überforderte Gruppe von ON-Friedenstruppen. Die ON, also die organisierten Nationen, sind in der Welt von Hell is Us das Pendant zur UN. Und ähnlich wie in der realen Vorlage des Konflikts kommen sie hier nicht so gut weg. Wenn wir nun durch die Gänge des Ministeriums gehen, beschleicht uns wieder diese erdrückende, beklemmende Atmosphäre. Wir sehen totales Chaos auf den Gängen, Leichen überall und die wenigen Überlebenden fürchten die Rache der durch die Räumlichkeiten stromernden Rebellen. Uns selbst lassen beide Kriegsfraktionen dabei übrigens in Ruhe, weil wir ja die Kleidung einer geheimnisvollen Sondereinheit tragen, mit der sich niemand anlegen will. Trotzdem, in solchen Momenten ist die Atmosphäre von Hell is Us ein ganz, ganz großer Pluspunkt des Spiels und zeigt,
zu welchen erzählerischen Leistungen das Medium immer wieder in der Lage ist. Wer nach diesem Spiel nicht wenigstens ein bisschen anders auf die alltäglichen Nachrichtenbilder aus den Krisengebieten der realen Welt blickt, der muss schon aus Stein sein. Aber was genau machen wir denn im Spiel? Die Antwort ist einfach: Erkunden, Rätseln und kämpfen. Beginnen wir mit Erkunden und Rätseln. Indem wir wie in einem klassischen Rollenspiel mit den NPCs sprechen, erfahren wir in leider ziemlich kurzen Redebeiträgen eine Menge über ihre persönlichen Schicksale und Probleme. Hören wir aufmerksam zu, bekommen wir eine Idee, wie wir helfen könnten. Die Gespräche sind auf Englisch oder Französisch vertont, deutsche Untertitel könnt ihr aber zuschalten. Im englischen Light Elias Toufaxis hält Remy seine Stimme. Den kennt ihr vielleicht als Adam Jensen aus den beiden Deus Ex Spielen Human Revolution und Mankind Divided. Aber zurück zu den Problemen der Menschen. Die traumatisierte Dame von vorhin erzählt hier beispielsweise von ihrer Vergangenheit als Lehrerin. I knew all of them. We were neighbors. I taught their children. Those kids were my life. Rebecca, Talum, Justina, especially little Cyril Kun. Und den armen Kerl hier treffen wir mit seiner toten Liebsten im Arm vor einer Grube von Leichen. Er kann sie nicht gehen lassen, ohne einen persönlichen Gegenstand der Erinnerung. Grundsätzlich müssen wir in solchen Situationen selbst die Ohren spitzen und aufmerksam sein. In manchen Fällen benachrichtigt uns das Spiel zwar über eine gestartete gute Tat, so heißen die Quests in Hell is Us, manchmal bekommen wir die Info aber auch erst beim Abschluss. So ähnlich funktioniert das auch mit den Umgebungsrätseln, den sogenannten Mysterien. Infos zur Hauptquest und allen bisher entdeckten Nebenquests rufen wir über unseren Handgelenkscomputer auf. Hier sehen wir alle gefundenen Gegenstände, Dokumente und Infos über Hadea. Was wir hier aber nicht finden, sind Karten, Wegpunkte, Standorte und nächste Ziele. Wenn es euch aber jetzt schon graut, kann ich Entwarnung geben. So schwierig ist Hell is Us auch ohne diese inzwischen oft so typischen Hilfsmittel dann doch nicht. Die NPCs im Spiel arbeiten viel mit Richtungsangaben, die ihr stets auf eurem Kompass checken könnt. Außerdem fallen markante Orte innerhalb eines Areals direkt ins Auge, wie die Abtei in der Ferne, der Baum mit den Leichen hier, die Statue oder die sich durchs Gelände ziehende Schlange. Wegfindungsprobleme, die über eine kurze Orientierungsphase und eventuelles Nachlesen im umfangreichen Journal hinausgingen, hatte ich im Test überhaupt nicht. Wer Dialoge nicht nur blind wegklickt und sich für die Umgebung ein bisschen öffnet, der sollte klarkommen. Our camp is due north. It's on the other side of the Serpent. I'm sure they could use your help. Wenn wir etwa neue Gegenstände finden, wissen wir zwar zunächst nicht, wo oder wann wir sie brauchen, aber es ist immer klar, dass wir sie brauchen. Vielleicht hilft uns das gesuchte Item direkt bei einem NPC in der Nähe weiter, vielleicht brauchen wir es aber auch erst viele Stunden später. Allerdings können wir auch mal Quests verpassen und dann zahlen durchaus auch mal NPCs mit ihrem Leben für unsere Unachtsamkeit. Aber ganz so kryptisch wie in Dark Souls und Co. gestalten sich die Quests und Interaktionen mit den NPCs nicht. Im Gegenteil. Wenn ihr mit einer gesunden Portion Achtsamkeit durch Hadea lauft und ausreichend Neugier beim Entdecken mitbringt, stolpert ihr wahrscheinlich ganz problemlos über die vielen Aufgaben. Hey, help! Over here! In the maintenance room! Wir haben fehlende Hilfefunktionen oder Interface-Anzeigen jedenfalls nur einmal wirklich vermisst. Nämlich bei den Standorten für diese Truhen. Zum Öffnen brauchen wir exakt passende Stangenschlüssel, die wir übers komplette Spiel einsammeln. Da wird das Abklappern bei neuen Schlüsseln schnell nervig. Andererseits sind da auch keine Über-Items drin. Man kann sie also ruhig vernachlässigen. Loot steht bei Hell is Us ohnehin nicht stark im Vordergrund, ist aber auch nicht komplett unwichtig. In Truhen und Co. finden wir Glyphen, also Spezialattacken, für unsere Waffe oder Drohne oder Verbrauchsgegenstände. Allgemein darf man das Marketingversprechen mit der besonderen Herausforderung und dem wenig an die Hand nehmen, das die Entwickler im Vorfeld so betont haben, nicht zu sehr überbewerten.
Ja, es gibt nicht immer eine klare Interface-Einblendung, wo es für welche Quests als nächstes hingeht, aber sowas gab es ja in Morrowind auch nicht und da haben sie es auch nicht als Feature groß auf die Packung geschrieben. Hell is Us erinnert uns aber durchaus daran, wie sehr sich manche Spiele heutzutage ein bisschen zu sehr wie auf Schienen spielen. Aber selbst in Hell is Us gibt es beispielsweise keine unterschiedlichen Lösungswege für die Rätsel. Hier müssen wir etwa das Wasser in dem kleinen See ablassen und dazu die Statuen in der richtigen Reihenfolge aktivieren. Ein Teil der Lösung finden wir an den jeweiligen Statuen, den Rest erschließen wir uns durch Ausprobieren. Und voilà, das Wasser fließt ab und legt eine riesige, unterirdische Anlage mit noch viel mehr Rätseln frei. Das Puzzeln ist nicht wahnsinnig anspruchsvoll, die kleinen Knobeleien sorgen aber für kurzweiligen Spaß. Außerdem lässt uns das Spiel Zeit, denn Remy verrät nicht nach ein paar Fehlversuchen die Lösung selbstständig. Allerdings sind einige dieser Umgebungsherausforderungen auch ganz schön plump konstruiert. Remy kann das verschlossene Tor hier zum Beispiel nur von einer Seite öffnen. Mit einigem Aufwand und Knobelei finden wir den Weg auf die andere Seite und öffnen die Tür. Dabei hätte er doch nur durch die Gitter greifen und den Hebel umlegen müssen. Springen kann unser Held übrigens gar nicht und klettern auch nur an vorgegebenen Stellen. Wenn wir dann einen Schlüssel für ein hüfthohes Tor suchen oder vor einem entsprechend großen Loch in einer Mauer nicht weiterkommen, dann rüttelt das Spiel mitunter schon arg an unserer Verständnisgrenze. Die starke Atmosphäre fängt das aber zum Glück meist wieder auf. Und seien wir mal ehrlich, solche Logikausreißer kennen wir ja auch aus genug anderen Titeln, beispielsweise Resident Evil. Da muss man sich dann einfach mal auch drauf einlassen. Es ist trotzdem ein bisschen schade, dass diese Sachen in so vielen Spielen immer noch durchgewunken werden. Ein Auge zudrücken müssen wir auch beim Kampf. Remy nutzt nämlich nur Nahkampfwaffen und das, obwohl das durchaus realistische Setting ja regelrecht nach Feuerwaffen schreit. Für den Fernkampf können wir aber höchstens die Drohne einsetzen. Immerhin kämpfen wir aber auch nicht gegen normale Soldaten, sondern gegen die bereits erwähnten, gesichtslosen Hollow-Walker. Deren Design erinnert eher an ein Fantasy-Spiel, passt aber dank ihrer Anderweltlichkeit trotzdem oft in die manchmal fast schon mystischen Umgebungen, die wir in Hell is Us erkunden. Besonders wenn es in lange verschollene Ruinen und ähnliche Locations geht. Mit Schwert, Axt oder Speer gehen wir auf Tuchfühlung und führen per Tastendruck einfache Angriffe aus. Attacken unserer Gegner weichen wir entweder per Rolle aus oder blocken sie ab. All diese Aktionen kosten Ausdauer, die ihr an der Leiste oben links unter der Lebensleiste erkennt. Ist die leer, kämpft Remy zwar weiter, aber bedeutend langsamer. Außerdem ist seine Ausdauer an den Füllstand der Lebensleiste gekoppelt. Mit niedriger Gesundheit verfügen wir also nur noch über wenig Ausdauer. Heilung gibt's entweder per Medipacks, die wir im Loadout-Menü als Verbrauchsgegenstände auswählen, oder, und das ist viel cooler, wir heilen uns durch perfektes Kampftiming. Wenn wir im Duell so einen weißen Ring um unsere Spielfigur sehen und dann im richtigen Moment die Heiltaste drücken, füllen wir unsere Lebensleiste um die Menge des eben ausgeteilten Schlages wieder auf. Das braucht allerdings Übung und wirkt gerade zu Beginn sehr, sehr fummelig. Wenn wir aber das Heilen als festen Bestandteil in unsere Schlag, Schlag, Ausweichen, Blocken Folge einbauen, füllen wir unsere Gesundheit nach ein paar Spielstunden praktisch nebenbei. Dennoch könnte die Mechanik insgesamt einen Ticken vergebender sein. Die Kämpfe sind nämlich angenehm fordernd geraten. Selbst einfache Hollow-Walker können in kleinen Gruppen schon zur echten Bedrohung werden. Wirklich gefährlich wird's aber spätestens, wenn die Hollows rot leuchten. Dann setzen sie nämlich im Kampf einen sogenannten Haze frei. Das sind an ihren Wirt gekoppelte, eigenständig angreifende Energiewesen. Wir müssen dann erst den Haze ausschalten, damit der Walker wieder verwundbar wird. Weil später Gegnergruppen aber auch bis zu 3 Hasen, also 3 von den Energieknoten ausspeien können, vervielfachen sich Feindhorden gerne mal. Beim Aufschalten der Haze-Knoten ist Tempo gefragt. Allerdings passiert wegen der schnellen Richtungswechsel der Gegner und der zahlreichen Effekte auf dem Bildschirm so dermaßen viel, dass wir oft gar nicht hinterherkommen. Zwar gibt es ein Aufschaltsystem für Gegner, aber in der Hitze des Gefechts erwischen wir oft den falschen.
Natürlich finden wir uns mit mehr Übung und stärkeren Waffen auch besser in die Kämpfe ein. Allerdings werden Anfänger mit Gegnervielfalt und Kämpfen mehr zu kämpfen haben, als zum Beispiel mit der Orientierung. Apropos bessere Waffen. Von den Gegnern sammeln wir Splitter, die wir bei einem Schmied in Waffen-Upgrades investieren. Parallel sammeln wir Glyphen, mit denen wir unsere Waffen mit mächtigen Fähigkeiten spezialisieren. Per Knopfdruck schalten wir dann zwischen 2 Loadouts um und sind damit für unterschiedliche Kampfsituationen gewappnet. Etwa verwenden wir Äxte für schnelle Angriffe und haben den langsamen Zweihänder für wuchtige Attacken in der Hinterhand. Wenn wir gegen Gegnergruppen mit Haze-Knoten antreten, dann brauchen wir neben den Spezialfähigkeiten auch die richtige Taktik, denn sonst liegen wir trotz Heilkreisfunktion schnell im Dreck. Und wer hilft uns dabei? Na, unsere treue Drohne Cappy. Die kann am Anfang nur einzelne Gegner ablenken, während wir uns entweder heimlich vorbeischleichen oder einen schweren, brutalen Angriff aufladen. Mit gefundenen Modulen erweitern wir aber die Fähigkeiten unseres Begleiters. Hier halten wir uns an der Drohne fest und fliegen schnurstracks auf den Gegner zu. Und hier wirbelt Cappy mit seinen Rotoren wie ein Wirbelwind durch die Gegnerschar. Die Spezialfähigkeiten machen nicht nur optisch was her, sondern sind in den später immer schwerer werdenden Kämpfen zusammen mit der Waffenspezialisierung oft unsere Trumpfkarte. Bei unseren Erkundungen stoßen wir auch immer wieder auf solche wabbeligen Blasen. Das sind Zeitschleifen, die die Hollow Walker in einem Gebiet respawnen lassen. Wollen wir uns der Monster also komplett entledigen, müssen wir da rein und sie von innen abschalten. Wie das geht, lernen wir im Spielverlauf. Technisch macht Hell is Us dabei eine gute Figur. Die Unreal Engine 5 sorgt für detaillierte Umgebungen, die effektreichen Schlachten sind echte Hingucker. Und das Spiel lief ohne Ruckler mit durchgehend 60 FPS auf meiner 3080 in 1440p Auflösung. Hell is Us spielt auch oft mit sehr bewusst gesetzten dynamischen Lichtquellen und erzeugt damit stimmungsvolle Schattenspiele. Kurioserweise wirft die eigene Taschenlampe aber gar keine Schatten und die Zwischensequenzen waren in unserer Testversion, ohne Frame Generation, auch noch auf 30 FPS gelockt. Diese Einschränkungen wollen die Entwickler aber später noch per Patch freischalten, haben sie uns zumindest beim Gespräch auf der Gamescom angekündigt. Merkwürdig ist auch, dass uns das Spiel am Anfang zwar Regentropfen in Pfützen zeigt, der tatsächliche Regen aber erst angezeigt wird, wenn wir ein bisschen weiter im Level vorankommen. Der tollen Gesamtatmosphäre tun diese kleinen Schwächen aber keinen Abbruch. Auf der Konsole sieht das allerdings etwas anders aus. Im 60 FPS Leistungsmodus der Standard PS5 sind uns in unserer Testversion besonders beim Sprinten durch offenere Gebiete immer wieder kleinere Framerate-Einbrüche aufgefallen. Das hat aber nur optisch gestört und uns nicht etwa bei den Kämpfen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hinzu kommen allerdings in einigen Arealen starke Pop-Ins, die schon mal die Atmosphäre brechen können. Ein wirklich großer Kritikpunkt sind bei der PC-Version hingegen die Abstürze, die uns im Test bei etwa 4-stündigen Sitzungen heimsuchten. Oder seltene Glitches wie hier. Hier haben wir Remy so in der Umgebung verhakt, dass wir neu laden mussten, denn springen geht ja nicht. Und ein bisschen Feintuning ist manchmal auch noch nötig. In diesem Kampf hier stellen wir uns einem richtig dicken Brocken, der mehrere mächtige Haze-Knoten ausspuckt und sich im Laufe des Kampfes sogar vervielfacht. Fast hätten wir diesen Zwischengegner im ersten Versuch besiegt, aber entweder war ein Haze-Knoten plötzlich unsichtbar oder er hing wie hier außerhalb der Arena fest. Jedes Mal mussten wir neu laden. Zu allem Überfluss flogen wir bei einem unserer Versuche bei der Spezialattacke mit dem Drohnenanflug direkt am Gegner vorbei und in den Tod. Also wieder neu laden. Das mit dem Absturz fällt natürlich in die Kategorie dumm gelaufen. Weil aber meist so wahnsinnig viel auf dem Bildschirm passiert, können wir Terrain während der Kämpfe manchmal nur sehr schwer lesen. In jedem Fall kann das Spiel nach Release noch von dem einen oder anderen Patch profitieren. Hell is Us ist ein eigenwilliges Action-Adventure, das mit seinem Setting und seiner besonderen Atmosphäre überzeugt. Das angekündigte Fehlen von Hilfen wirkt eher befreiend denn belastend, macht das Spiel aber nicht zu einer unfairen Suchorgie.
Dennoch wird Achtsamkeit klar belohnt. Die kurzweiligen Kämpfe machen Spaß und erfordern das richtige Maß an Timing, allerdings nicht in den Dimensionen von richtig anspruchsvollen Souls-Likes. Upgrades an unserer Ausrüstung spüren wir im Kampf deutlich und trotz fehlender ausufernder Dialoge wollen wir alle guten Taten erfüllen. Negative Schicksale schocken uns genauso wie der harte Grundton der Spielwelt. In Hell is Us ist der Name wirklich Programm. Die weißen Ungeheuer sind in der kargen Landschaft schon von weitem zu sehen. Die wahre Hölle hingegen sind wir Menschen. Look at you, compromised by your emotions. I won't stop.